Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, genießt die Zeit und passend dazu habe ich für euch ein interessantes Video. Die Saison von Real Madrid befindet sich bereits in der Vorbereitung auf nächstes Jahr und einige Spieler bieten sich aktiv bei Real Madrid an. Und einer dieser Spieler soll Alexis Mac Allister sein, der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool. Das berichten Medien aus England als auch Medien aus Spanien. Was da los ist, meine Meinung dazu etc. erfahrt ihr in diesem Video. Dann nehmen wir mal die Neuzugänge dieser Saison unter die Lupe. Tragen sie eine Schuld an der schlechten Saison von Real Madrid? Und zu guter Letzt müssen wir uns über Raúl Asensio unterhalten, denn er musste ins Krankenhaus. Was ist da los mit Real Madrid und den Magen-Darm-Grippen? Unglaublich. Also, viel Spaß beim Video. Ja, lasst mich dieses Video mit diesem wunderschönen Prachtstück starten. Ihr kennt das Logo, das Wappen, das hängt eigentlich weiter hinten. Gleich hänge ich es auch wieder auf für den Rest des Videos. Aber dieses wunderschöne Exemplar mit einer absoluten Top-Qualität, also ich möchte es euch am liebsten zeigen, das ist wirklich Gold etc. Also das ist von Dalux Design. Und ich weiß, viele von euch sind keine Madrid-Fans, macht euch keine Sorgen. Die machen ein Logo von allem, was ihr wollt. Seid ihr Bayern-Fans, könnt ihr ein Logo haben, Dortmund-Fans, Galatasaray-Fans, Liverpool-Fans etc. pp. Kein Problem, ihr könnt euch ein Logo finden oder auch für eure eigene Firma. Ich überlege immer noch, mir mein Real Mario 1902 als Logo hinten an die Wand zu hängen. Könnt ihr eure Meinung dazu sagen. Und das Beste an allem, falls sich immer noch Leute gefragt haben, wie gut ist die Firma etc., die hatten jetzt sogar eine offizielle Kooperation mit der UEFA. Ich darf euch die Bilder leider nicht zeigen, weil die UEFA, ihr wisst, wie die sind mit dem Urheberrecht. Trotz alledem könnt ihr selber suchen. Da werdet ihr sehen, diese Logos sind jetzt, wie gesagt, offiziell sogar mit der UEFA zusammengearbeitet. Also wirklich eine Top-Qualität. Und das Beste an allem, mit dem Code MARIO10 kriegt ihr noch 10% Rabatt. Also schaut euch um bei dalux-design.de und ich bin fest der Überzeugung, ihr findet etwas, was euch gefällt. Mich macht es jeden Tag glücklich, wenn ich in mein Studio gehe. Ja, starten wir jetzt mit dem Video, obwohl es echt schön aussieht, aber wie dem auch sei. Zunächst einmal möchte ich Real Sociedad gratulieren. Die haben gestern den spanischen Pokal gewonnen und auch auf dramatische Art und Weise gegen Atletico Madrid im Elfmeterschießen. Es war wirklich spannend. Real Sociedad setzt sich dadurch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weg davon gehen wir jetzt zu Real Madrid. Darum sind wir hier auf diesem Kanal. Und während unsere Jungs sich vorbereiten, also das Training geht natürlich nonstop weiter, die bereiten sich vor auf das Spiel am Dienstag gegen Alaves. Ja, ich werde ein Live-Watch-Along machen. Für diejenigen, die es noch interessiert, wäre schön, wenn ihr dabei seid. Ja, wie dem auch sei, für einen Spieler gab es keine guten Nachrichten, und zwar Raúl Asensio. Wir alle waren verwundert, dass er gegen Bayern nicht im Kader stand. Schnell kam die Entwarnung aus Madrid, der hat eine Magen-Darm-Entzündung. Ja, und das Ganze ist ein bisschen schlimmer als gedacht. Lesen wir uns das einmal durch. Asensio leidet an einer bakteriellen Enterokolitis. Nachdem er durch mehrtägiges Erbrechen 6 Kilo abgenommen hatte, unterzog er sich Untersuchungen. Asensio musste sich aufgrund einer sich in den letzten Tagen verschlimmernden Magen-Darm-Grippe im Krankenhaus untersuchen lassen, weshalb er am vergangenen Dienstag nicht mit nach München reisen konnte. Wie Koppe berichtete, suchte der Innenverteidiger ein Krankenhaus auf, nachdem er nach mehrtägigen Erbrechen 6 Kilogramm abgenommen hatte. Dies ist bereits das 4. Mal in dieser Saison, dass Asensio aufgrund einer Virus- oder Magen-Darm-Erkrankung ausfällt. Ende November verpasste er wegen einer Magen-Darm-Grippe die Reise nach Montilivi, obwohl er zu diesem Zeitpunkt der einzig verfügbare gelernte Innenverteidiger im Kader war, da Alaba und Hausen verletzt und Rüdiger erst kürzlich genesen war. Im Dezember zwang ihn Fieber kurzfristig zur Absage für das Copa del Rey Spiel gegen Talavera. Im Februar verhinderte eine Grippe sein Training. 2 Tage vor dem Heimspiel gegen Real Sociedad. Doch er erholte sich rechtzeitig, um spielen zu können. Ein Fall, der an Mbappés Fall erinnert. Asensios Situation erinnert stark an die von Mbappé bei der letztjährigen Clubweltmeisterschaft. Der Franzose musste mit einer schweren Magen-Darm-Grippe in ein Krankenhaus in Miami eingeliefert werden, um sich untersuchen und behandeln zu lassen. Die Krankheit setzte ihn mehrere Tage außer Gefecht.
schlecht und verhinderte seinen Einsatz in den ersten 3 Spielen des Turniers, da er sehr geschwächt war und wie Asensio deutlich an Gewicht verloren hatte. Was ist da los? Also zunächst einmal bleibt mir nichts anderes übrig, logischerweise als gute Besserung an Raúl Asensio zu wünschen. Aber ich habe sowas vorher noch nie gehabt. Ich war letztes Jahr, oder auch nicht im Freundeskreis etc., ich war letztes Jahr bei Mbappé schon sehr überrascht, als ich gehört habe, wie viele Kilos der da verloren hatte. In diesem Fall Raúl Asensio 6 Kilo. Also da geht schon einiges auch an Muskelmasse flöten. Hört sich nicht gut an. Ja, und das Ganze kommt auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Nicht nur, dass Madrid das wichtigste Spiel der Saison verloren hat und raus ist aus dem letzten Wettbewerb, sondern Raúl Asensio steht gerade nicht im besten Ruf bei Real Madrid. So eine Krankheit sucht sich natürlich keiner aus. Aber manchmal musst du auch Glück haben oder halt das nötige Pech. Und ich glaube, bei Real Madrid kommt es nicht gut an, dass ein Spieler 4-mal in einem Jahr ausfällt wegen irgendwelchen Virus etc. Vielleicht muss er was an der Ernährung ändern. Ja, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, soll da sich da untersuchen lassen, dass das nicht ein dauerhaftes Thema in seiner Karriere wird. Ja, dann kommen wir zu dem anderen großen Thema, was ich mit euch besprechen wollte. Und das Ganze läuft so ein bisschen Hand in Hand. Bei Real Madrid werden logischerweise Schuldige gesucht. Warum ist diese Saison so schlecht gelaufen, wie sie gelaufen ist? Das müssen wir ganz klar sagen. Und immer wieder werden die gleichen Schuldigen angesprochen. Viele sagen, Mbappé ist schuld. Ohne Mbappé läuft es bei Paris gut, kaum ist er bei Madrid, läuft es bei Madrid scheiße, etc. pp. Andere sagen, nee, Vini ist schuld, der ist nicht mehr der gleiche. Seit er gesagt hat, Eufarei, seit der den Ballon d'Or nicht gewonnen hat, ist er nicht mehr der gleiche. Andere sagen, einfach das Zusammenspiel zwischen Bellingham, Mbappé und Vini, wenn die 3 Diven spielen, dann läuft keiner für den anderen, wir sind keine Mannschaft. Es werden auf jeden Fall viele Schuldige gesucht. Andere sagen allerdings auch, die Neuzugänge haben nicht so eingeschlagen, wie sie sollten. Und dazu hat der Ass einen interessanten Artikel gemacht. Einen Teil davon lesen wir uns zusammen durch. 206 Millionen Euro in der Reserve. Der Verein setzt große Hoffnungen in 4 Spieler für die Zukunft. Doch offiziell haben sie noch keine Verträge unterschrieben. Das ist falsch übersetzt. Offiziell haben sie noch nicht ihren Durchbruch geschafft. Hausen, Carreras und Mastantuono saßen in München auf der Bank und Endrick in Lyon. 4 Neuzugänge, 4 vielversprechende Talente und keiner von ihnen ist unumstrittener Stammspieler. Zumindest noch nicht. Hausen, Carreras, Mastantuono und Endrick. Ein Quartett von Neuzugängen der jüngeren Vergangenheit, das viel verspricht. Doch der Durchbruch blieb ihnen bisher verwehrt. So viel ist klar. Keiner von ihnen konnte sich als unentbehrlich etablieren. Keiner von ihnen hat den Status eines Spielers erreicht. Der spielt, solange er verfügbar ist. Die Bewährungsprobe kam in der Allianz Arena. Die ersten 3 waren Ersatzspieler. Die Nacht der Fackeln, die Nacht der Nächte. Als es darum ging, die Saison zu entscheiden, standen sie nicht in der Startelf. Der Verein setzt für die Zukunft auf sie. Doch die Realität ist klar. Eine Investition von gut 200 Millionen Euro hat bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Da wird genau aufgedröselt, wer von welchem Verein gekommen ist, wie viel Real Madrid gezahlt hat, etc. Und das ist ein Artikel, der passend ist zu ein paar Gedanken, die ich mir da gemacht habe, die ich mit euch teilen wollte. Und ich bin auch gespannt, was ihr zu meinen Gedanken, zu meiner Analyse sagt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Und kommen wir zunächst einmal zum Grundkonzept von Real Madrid. Real Madrid in den letzten Jahren weigert sich ja, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen für Spieler, die schon einen gewissen Status in der Welt des Fußballs haben. Real Madrids Einkaufspolitik seit Zeiten von Rodrigo, Vinicius, auch einem Fede Valverde etc., Bellingham etc. sind Spieler, die noch sehr, sehr jung sind und Madrid versucht sie zu kaufen, bevor der Preis explodiert. Und dieses Experiment oder diese Taktik hat in den ersten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Wir erinnern uns dran, ein Fede Valverde ist gekommen, ein Vini ist gekommen, ein Rodrigo etc. Und die hatten aber, und jetzt kommt der große Unterschied zur jetzigen Etappe von Real Madrid, die hatten damals ein funktionierendes Konstrukt. Die hatten Weltklasse-Spieler in einem gewissen Level ihrer Karriere, die schon so etabliert waren, dass die jungen Spieler Zeit hatten, sich einzugliedern. Zum Beispiel, als ein Fede Valverde kam, waren im Mittelfeld ein Casemiro,
Ein Kroos, ein Modric, da liefen Sergio Ramos rum, da liefen Cristiano Ronaldo rum, Benzema etc. Weltstars in der Welt des Fußballs, die alle nicht mehr die Jüngsten waren, 25, 28, die hatten alle schon was auf dem Kerbholz. Und ein Fede Valverde hatte alle Zeit der Welt, sich langsam zu etablieren. Viele wissen das nicht. Ein Fede Valverde hat bei Real Madrid Castilla gespielt und ist danach zum Beispiel nach Deportivo La Coruña ausgeliehen worden. Ist dann wiedergekommen und hatte immer ganz langsam Zeit, sich einzugliedern. Also ungefähr zu vergleichen mit einem Arda Güler. Auch der hatte ja diese Zeit, 1-2 Jahre langsam reinzukommen, mit Kroos zu trainieren, mit Modric zu trainieren. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, ein Rafael Varane, als der damals nach Madrid gekommen ist, war die Innenverteidigung Sergio Ramos und Pepe, also zwei absolute Monster. Und er wusste, im Schatten von denen kann ich mich langsam rantasten. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was eine Qualität und eine Seriosität da auch im Training los war. Also da lernst du, da entwickelst du. Du musst nicht die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, und das ist meiner Meinung nach der Unterschied, den Real Madrid in dieser Saison falsch kalkuliert hat. Real Madrid brauchte diese Saison in der Innenverteidigung sofort eine Lösung. Wir waren viel zu verletzungsanfällig. Wir brauchten in der linken Verteidigerposition sofort eine Lösung. Ein Mendy ist dauerverletzt, ein Fran Garcia hatte nicht das Niveau für Real Madrid. Oder auch rechts vorne. Wir hatten keinen, der rechts vorne spielen konnte. Ein Rodrigo war so gut wie weg. Der Verein wollte ihn loswerden. Ja, und das ist der große Unterschied. Ich versuche nicht einen Franco Mastantuono in Schutz zu nehmen oder einen Hausen oder einen Carreras. Aber die Philosophie von einem Verein wie Real Madrid, der die Champions League gewonnen hat, kann es nicht sein, dass irgendjemand, der aus River Plate kommt, noch nie in Europa Fußball gespielt hat, auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holen soll, der auf einmal gegen Bayern der entscheidende Spieler sein soll. Oder die anderen beiden, Bournemouth oder Benfica, sind gute Vereine, versteht mich nicht falsch. Aber das ist was anderes als Real Madrid. Wir sind der Zenit des Fußballs und der Sprung ist riesengroß. Und auch da sind wir vielleicht ein bisschen unfair zu einem Hausen oder zu einem Carreras, dass wir von denen sofort erwarten, Sonntag, Dienstag, Samstag, Mittwoch, immer Weltklasse, 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 Weltklasse. Man hat insbesondere bei den jungen Spielern gesehen, was für Schwankungen da unterwegs sind. Ein Carreras hat zwischenzeitlich gespielt wie der Nuno Mendes von Paris, und danach war der schlechter als Fran Garcia. Ein Dean Housen, als der ankam, war der beste Innenverteidiger gefühlt der Welt. Danach konnte er keine 3-Meter-Pässe spielen und jetzt langsam ist er wieder da. Das ist bei jungen Spielern so. Die haben diese Schwankungen. Das ist ganz normal. Deshalb war ich ja auch damals immer wieder so begeistert von dem Arda Güler, wie konstant er in seinem jungen Alter schon war. Für sein Alter absolut normal. Und selbst Arda Güler hatte diese Saison eine etwas schwächere Phase, als Bellingham verletzt war, wo alle gedacht haben, jetzt kommt der Riesendurchbruch. Aber selbst ein Arda Güler bei einem schlechteren Variante ist er noch bei 7,0 oder besser. Das ist ja genau das, was ich von dem Spieler von Madrid sehen will. Vor allem, wenn er an so einem großen Abend wie gegen München dann auf einmal seine beste Leistung abliefert. Das schreit nach Real Madrid. Ja, wie dem auch sei, das sind die Gedankengänge, die ich habe, um die Neuzugänge so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Den einzigen, den man eigentlich nicht in Schutz nehmen kann, aber auch da ist ein Trent Alexander-Arnold. Auch er hatte natürlich Verletzungspech und aus der Premier League in La Liga zu kommen, ist was ganz anderes. Ich muss aber sagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hat er mir immer besser gefallen. Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach der Riesenunterschied zu den Zeiten von Valverde, Vini, Rodrigo etc. Die hatten halt diese Weltstars, die selber schon im Zenit ihrer Karriere waren, wo die sich dran aufhängen konnten, wo auch mal ein schlechteres Spiel vielleicht gar nicht so auffällt, weil ein Cristiano Ronaldo vorne 4 Tore macht. Oder wo ein Fehler im Mittelfeld nicht so sehr auffällt, weil hinten ein Sergio Ramos und ein Pepe aufräumen. Ja, und das ist meiner Meinung nach der große Unterschied. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, was Real Madrid allerdings braucht, in meiner Theorie oder was dazu passend wäre, wäre jetzt ein gestandener Spieler. Dass vielleicht Kees Smith jetzt nicht die richtige Lösung ist, sondern Real Madrid vielleicht jemanden braucht mit Erfahrung. Wie zum Beispiel ein Rodri etc. pp. Ich bin kein großer Fan von diesem Namen speziell, aber ihr wisst, was ich meine. Jemanden, der international schon gestanden ist, der bei Real Madrid abkommt und dir eigentlich
sofern du überhaupt was garantieren kannst im Fußball, an sich garantiert, dass er direkt auf einem Top-Niveau ist, wo die Jüngeren sich auch so ein bisschen dran aufhängen können. Ja, und einer von diesen Spielern, der internationale Erfahrung hat, der mit 27 schon sehr, sehr reif ist Alexis Mac Allister vom FC Liverpool. Und der hat sich laut englischer und spanischer Medien bei Real Madrid angeboten. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. In England wird Mac Allister mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Es gibt Gerüchte, dass Liverpool-Spieler Alexis Mac Allister ein möglicher Neuzugang bei Real Madrid sein könnte. Alexis Mac Allister wird nun mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Englische Medienberichten zufolge könnte der Argentinier Liverpool im Sommer verlassen und gilt als möglicher Kandidat für einen Wechsel ins Bernabeu. Der argentinische Mittelfeldspieler, Weltmeister von 2022 mit Scalonis Argentinien, wurde bereits zuvor mit dem Madrider Club in Verbindung gebracht. Die Situation hat sich inzwischen grundlegend geändert. Mac Allisters Vertrag läuft 2028 aus und offenbar plant Liverpool für die kommende Saison nicht mehr mit ihm. Nach einer desaströsen Saison an der Anfield Road will der Verein den Kader komplett umkrempeln und möchte daher den Spieler verkaufen, für den er bei Brighton 42 Millionen Euro gezahlt hat. Es ist möglich, dass Alexis Mac Allister Liverpool in diesem Sommer verlässt und die nächste Phase des Neuaufbaus des Teams zu finanzieren. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch 2 Jahre. Es gab bisher keine Gespräche über eine Verlängerung und seine Leistungen haben nachgelassen. Mehrere europäische Clubs sind an ihm interessiert, berichtete der Telegraph über Mac Allisters Situation und deutete damit an, dass er seine Zeit in Liverpool in diesem Sommer beenden könnte. Und hier seht ihr auch so, ja, das Bild, was sie eingeblendet haben, The Telegraph, da seht ihr die 3 Spieler, die so ein bisschen Geld in die Kassen von Liverpool spielen können, damit die auch einen Umbruch machen. Wir wissen ja, Liverpool hat letztes Jahr die Premier League gewonnen und hat danach die Kassen so richtig aufgemacht, hat sich sehr viele Neuzugänge geholt. Und ganz ehrlich, die hatten auch im Mittelfeld eine Überbevölkerung. Mit Würz, mit Szoboszlai, mit Gravenberg, mit jetzt auch eine Mac Allister etc. So viele zentrale Mittelfeldspieler, von denen meistens nur 2 oder vielleicht 3 spielen können. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber Liverpool hat das gleiche Problem wie Madrid. Auch sie müssen erstmal Einnahmen generieren, um diesen Umbau zu strukturieren, zu finanzieren. Der 27-jährige Mac Allister wird nach einer Saison mit 49 Pflichtspielen, in der er 5 Tore, darunter eines gegen Real Madrid in der Champions League, danke dafür, und 5 Assists erzielt, auf 80 Millionen Euro geschätzt. Der Argentinier spielt im Mittelfeld und erlangte internationale Bekanntheit, nachdem er bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu den Leistungsträgern der argentinischen Nationalmannschaft unter Trainer Scaloni gehörte. Ja, also, das sind zunächst einmal die Informationen aus England. Ihr habt es selber gehört, Liverpool möchte einen Umbruch machen, hat sowieso zu viele zentrale Mittelfeldspieler, die sind nicht ganz zufrieden mit der Leistung von Mac Allister, naja, mehr oder weniger, und die erhoffen sich Geld für die Kassen von Anfield. Ja, und diese Information wurde in Spanien so ein bisschen übernommen und verfeinert. Schauen wir uns das auch kurz an. Mac Allister und Liverpool wollen nicht weiter zusammenarbeiten. Alexis Mac Allister träumte schon immer davon, für Real Madrid zu spielen. Doch die Umstände führten ihn mit 19 Jahren zu Brighton. Vor 3 Jahren mit 24 wechselte er für 35 Millionen Pfund zu Liverpool. Nun will der Verein von der Anfield Road, ähnlich wie Real Madrid, seinen Kader umstrukturieren. Und Mac Allister könnte am Ende bei den Verein landen, für den er immer spielen wollte. Der Grund dafür ist, dass Liverpool Mac verkaufen will. Sie werden 80 Millionen Euro fordern. Sein Vertrag läuft noch 2 Jahre. Und Real Madrid könnte die Tatsache, dass der englische Club ihn abgeben will, nutzen, um 50 Millionen plus Boni zu zahlen. Das wäre dem Spieler am liebsten. Ja, und auch dieser Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ein kleiner Übersetzungsfehler, aber ich habe das für euch natürlich schon korrigiert. Ja, wie ihr hört, das sind die Informationen aus England und aus Spanien. Und wie gesagt, für mich ergibt das Sinn. Das ist genau dieser Spielgestalter-Typ, den Real Madrid sucht. Ein Rodri hat sich angeboten, ein Enzo Fernandes hat sich angeboten, jetzt auch ein Mac Allister. Er hat noch 2 Jahre Vertrag. Das ist natürlich in den Karten von Real Madrid eine gute Verhandlungsbasis. Auf der anderen Seite muss man immer aufpassen mit solchen Informationen. Es kann sehr gut sein, dass die Berater von ihm diese Informationen streuen, damit Liverpool sagt, uns soll nicht wieder das Gleiche passieren wie bei einem Trent Alexander-Arnold. Wir werden ihm jetzt frühzeitig verlängern,
ja, damit er nicht ins letzte Saisonjahr geht und wir dann ihn verlieren für noch weniger Geld oder vielleicht danach das Jahr gratis. Es kann natürlich sein, dass Liverpool damit unter Druck gesetzt werden soll. Auf der anderen Seite ergibt das natürlich Sinn. Real Madrid sucht jemanden, einen Spielgestalter. McAllister ist dieser Typ und wenn du dir so jemanden schnappen kannst für 50 Millionen, ja, da trennen sich die Meinungen. Einige sagen, der Junge ist überragend, den kann Real Madrid sehr gut gebrauchen für 50 Millionen. Andere sagen, wir wollen doch keinen, der bei Liverpool nicht mehr gewollt wird, also so eine Aussortierung. Wir wollen, wenn dann, den Besten der Besten haben. Ja, bin ich gespannt. Und was hat das eigentlich mit den Liverpool-Spielern auf sich? Szoboszlai, McAllister, warum wollen die alle nach Real Madrid? Also es ist immer noch schön zu lesen, Real Madrid ist nun mal der Höhepunkt, den du in deiner Fußballerkarriere erreichen kannst. Ja, das war's für den heutigen Sonntagmittag. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Informationen haben euch gefallen. Wenn das so ist, unterstützt dieses Video bitte mit einem Like. Ein Kommentar wäre auch sehr nett. Wenn ihr es hypen könntet, wäre ich sehr zufrieden. Und wer noch kein Follow da gelassen hatte, drückt drauf. Das unterstützt mich ungemein. Und wir sind auf der Jagd nach den 30.000. Ja, ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. A la Madrid!